Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3 mit unserem Barden Tim Hardin. In der vorletzten Folge waren wir in Lorroacans Tower gekommen, der Ramaziths Tower heißt, weil er ihn übernommen hat, und hatten ihm mal die Leviten gelesen zum Thema er will Nightsong haben und missbrauchen und so. Wir haben also gegen ihn gekämpft, gewonnen. Roland hat uns geholfen, sein Lehrling, den wir ja schon kennen, den Tiefling. Und der hat jetzt den Turm übernommen. Okay, dann haben wir den Turm mal untersucht, weil wir auf der Suche nach dem Tome of Castles sind oder den Annals of Castles und den Tome of Targent und sind hier in ein Labyrinth reingekommen, in ein magisches Labyrinth und ja, suchen immer noch diesen Turm. Gut, hier ist also wirklich lauter Gänge, die weiß der Teufel wohin führen und so weiter, immer wieder zurück. Und alles ist natürlich mit Fallen vermint. Und hier haben wir jetzt Two Castles. Das klingt doch schon mal spannend. Aber erstmal werden wir hier noch die weiteren Fallen entschärfen, von denen es hier reichlich gibt. Das macht's. Was? Das macht zwar wahrscheinlich jetzt hier nichts mehr, weil ich die Kontaktplatten schon disarmt habe, aber der Vorsicht halber mache ich es trotzdem. Und hier ist dann mit Sicherheit das Pendant auf der anderen Seite. Gut. So, jetzt steht hier Two Castles. Unlock hereby the path to the Carsus Vault. Tja. Wir sind schon mal auf so einen Lever getroffen. Oder Lever, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Und da musste man einen Arcana-Check machen. Von daher lasse ich das mal vorsichtshalber gleich gelb machen. Der will ja auch unbedingt hin. Schön. Und nun? Gut, das hat jetzt irgendwas geschaltet, das vielleicht dazu führt, dass man jetzt hier irgendwo hinkommt. Shadow. Demon. Also Demon führte wieder zurück. Wild führte wieder zurück. Und in Shadow waren wir noch nicht. Wir haben aber auch... Was? Okay. Wir hatten allerdings auch diesen Hebel nicht umgelegt. Nee, wir sind wieder zurück. Okay. Abjuration. Shadow, Wild, Demon. Wir versuchen es jetzt mal mit Demon. Vielleicht passiert was anderes, weil wir diesen Hebel umgelegt haben. Nein. War dieses Licht hier auch schon? Oder muss man zu diesem Portalraum und wo der Hebel hin zeigt, ist dann das Portal? Oder ist jetzt Silverhand, hier ist ja auch Ramazith, Elminster, Silverhand. Mal sehen, ob man jetzt zu Elminster kommt. Nein, immer noch nicht. Ist immer noch impossible. Silverhand. Abjuration. Wild. Shadow. Das macht wahrscheinlich gar nichts, sondern nur die Tür auf und zu. Nee. Aber der Hebel ist jetzt nicht mehr an. Oder disabled das vielleicht einfach die Fallen? Das kann auch sein. Doch, der ist immer noch an.
Aber Wild führt immer wieder zurück. Daran hat sich auch nichts geändert. Nee. Das ist, wo ich herkam, dieses Portal. Das benutze ich nicht, weil das führt bestimmt zurück. Und die anderen waren ja... Oder was war da? Ach, das ist Karsus. Das war vorher nicht offen, das hat das aufgemacht, genau. Yeah. Karsus Vault. Ich Depp. Yeah. The Annals of Karsus. Aber wir gucken erst noch mal, ob hier nicht noch auch da drin noch irgendwelche Fallen sind, aber anscheinend nicht. Black Diamond. Arrow of many targets. Smoke Powder Arrow. Great X +1. Tja, die gute alte Zeit, dass das noch was getaugt hat. Scroll of Wall of Ice. Fly. Wall of Stone. Eyebite. Und hier ist noch eine Truhe und hier sind noch mehr Sachen. Aber ja. Foebreaker. Ein Maul. Also ein Hammer. This weapon ignores bludgeoning resistance. Weapon Enchantment +2. Das ist two-handed. When you miss an attack, you deal 4 bludgeoning damage anyway. Das ist ja schon mal auch was für Karlach, aber im Vergleich, ja, Baldur's Giant Slayer, das ist schon, ja, das ist schon das Knie der Biene, also da kommt man nicht drum rum. Gut, dann haben wir jetzt hier noch ein Longsword +1, das Karlach encumbern würde. Ist nicht dein Ernst. Karlach. Krass. Was habe ich denn hier alles für ein Zeug? Gut, der hat natürlich die ganzen schweren Waffen und so ein Kram. Aber easily kann man hier mal einiges machen, indem man hier diese ganzen Camp Supplies dahin schickt, wo man sie braucht, nämlich ins Camp. So. Maragon Halberd. Okay. Ich muss dringend was verkaufen. Okay. Hier ist ein Greatsword +1. Hier sind noch mehr Scrolls. Eyebite. Firebolt. Okay, das kann man wirklich auch gleich verkaufen. Auch Dark Vision verkaufen. Ja, und hier liegt jetzt, wonach Gale so lange gesucht hast. Magus be warned. It is a great paradox among our kind, who so value the art of learning that we believe ourselves ever cannier than the ones who came before. If envy is the disease of the artist, hubris is that of the wizard. Though I fear my warning will fall on deaf ears, I will say it again. The closer a wizard creeps to the domain of the divine, the closer oblivion creeps with him. I thought myself an equal to Mystra, and devised a plan to make myself her equal. I would pluck one strand of weave and contain it with an amulet I spent the better portion of my years devising. How regret instantly heaved itself upon my head. I was trapped within the amulet instantaneously and passed around from collector to curio hole for the better part of a millennium. Only now that I am freed, with barely the strength to hold my quill,
Can I leave this final warning as testimony? Ist das von Karsus himself? Scroll of Dethrone. What the hell? Was ist das denn? Shred a foe's very essence by pulling on strands of the weave. 30 bis 80 Necrotic Damage. Okay. Oh, das ist nicht billig, ne? 2000 Gold würde das bringen, wenn ich jemanden finde. Gold Chalice. So, und jetzt picken wir mal den Tome. Die Annalen of Karsus, die darf er selber natürlich aufpicken. Read. An ancient handwritten book, rebound at least twice, that purports to be notes written by the Mage Karsus himself. Much of it is in personal wizard cipher, but the final page is written in clear text. My great spell of transcendence is mine alone, not to be committed to ink and parchment, but I have also forged 3 supreme enchanted items that are the physical embodiments of my wizardry, and of them I shall make record. There is a crown, an orb, and a scepter, each nigh alive and with its own power and purpose, and these I call the Regalia of Karsus. Okay, die Crown ist die Crown of Karsus, aber Orb und Scepter? The Crown of Karsus, to attract and absorb magical knowledge and give the wearer dominion over himself so that he remains his own entity apart from the weave. The Orb of Karsus, a storage device of battery that contains mystic power, ever gathering so that it must be siphoned at intervals of its excess. Ah, das ist der, den Gale in seiner Brust hat. Und the Scepter of Karsus, an instrument of protection, a focusing utensil for the precise wielding of unimaginable vast forces. Know of these items you must, for if I fail to achieve immortality, they will persist, and dare I say, live on beyond me. Scepter of Karsus. Kenne ich nicht. These notes are no mere diary. These are the visions of Karsus himself. Designs for the crown he hoped to forge, and the new form of magic he planned to create with it. It seems Raphael was telling you the truth. The crown you saw atop the Elder Brain is indeed of Karsus's making. Reunite the crown with the Dead Three's netherstones, and Karsus's design might yet be completed. You could wield the power of a god. Ja, das hat ja schon Karsus richtig gut getan, die Idee, ne? Diese Zeilen, sagt das jetzt Gale oder ich? You always liked the idea of being worshipped. Better not get ahead of yourself. The crown is still out of reach for now. Also wenn das nicht ich bin, sondern Gale. Eins würde er dann schon mal nicht sagen. You always like the idea. Okay, bisschen vorsichtig. Better not get ahead of yourself. The crown is still out of reach for now. Between you and the crown, there's the small matter of the Elder Brain to contend with. For now, whatever designs of your own with regards to the crown will have to wait. But not for long. It will be in your hands soon enough, and you have quite the decision to make. You receive eine Scroll of Dethrone. Habe ich ja gerade eigentlich gefunden schon. Habe ich also 2. Habe ich 2? Ich habe 2. Aber lernen kann ich sie vermutlich nicht. Learn Spell. Ich kann die lernen. Die kann ich auch lernen. Guck mal. Das war irgendwie nur nicht aufgetaucht. Das ist jetzt natürlich echt schwierig. Also bei der, weil ich da nur eine von habe. Bei der ist es relativ leicht. Da würde ich wirklich sagen, ich lerne die.
Ich habe ja noch eine übrig, aber bei der bin ich echt unsicher. Und Disintegrate bin ich auch unsicher. Spell already known. Dann ist es einfach. Ich habe schon Disintegrate, habe ich ganz vergessen. Summon the apparition of 6 master strategists. Each apparition strikes the target of your choosing. Noch lasse ich es mal. Okay. Aber natürlich, Read habe ich ja. Natürlich wird er den nehmen. So, The Crown of Curses oder vielmehr hier die Annals of Curses. Tja. Du hast es geschafft, Gail. What's cooking? Return. So. Aber das war ja noch nicht alles. Ich nehme an, das andere ist vielleicht Elminster oder so. Silverhand, hier ist ja noch Elminster. Weil wir wollen ja auch noch diesen Tarchiet, Tome of Tarchiet. So, Illusion. Wir waren hier durch Abjuration gegangen. Transmutation führte auch zurück. Evocation. Probieren wir mal Evocation, mal was anderes. Time to dance. Ah ja, das ist jetzt mal woanders. Das finde ich immer unangenehm, dass hier eine Kontaktplatte ist und ich kann sie nicht disablen. Aber gut, ich würde mal sagen... Looks like a Trap. trap there. Hot foot. This place is Place more is trapped. dangerous than I thought. Selbes Spiel wie in dem anderen Raum. Oh Scheiße. Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Irgendwas ist fürchterlich schief gelaufen, aber... Okay. That hurts. Gut, das hätte wahrscheinlich jetzt wieder die Fallen disabled. Ich depp. Na gut. Irgendwo habe ich irgendwas nicht gesehen gehabt. Aber so ist das Leben. Gut. Was haben wir denn jetzt hier für Türen? Wir haben hier Invulnerability, Gate, Wish, Wish. Das ist bestimmt genauso, wie es in dem anderen Fall nämlich war. Das war die Tür. Und hier kann man jetzt den Hebel umlegen. This place is trapped. Also es ist bestimmt genauso wie vorhin mit Castles. Man kann jetzt den Hebel umlegen und wenn man dann wieder zurück ist, kann man durch das Tor gehen, wo Elminster draufsteht. Möchte ich mal vermuten. Hot foot. Place is trapped. So.
Genau, hier steht es auch, to Elminster. Wow. So. Und zur Sicherheit Tread carefully. There's a trap. disarmen wir die auch noch, obwohl die jetzt nichts mehr machen, nachdem die Platten disabled sind. Looks like a trap there. So. Und jetzt legen wir den Hebel um. Und gehen wieder zurück. Wahrscheinlich ist es sogar fast egal, wo man hingeht. Ich gehe mal zu Gate. Illusion. Abjuration. Transmutation. Da geht man, glaube ich, zurück. Denn jetzt will ich ja zurück. Silverhand. Und hier ist Carsus und hier ist jetzt Elminster auf. Genau. Und ich vermute mal, dass dann hier dieser Tome of Target liegt, den ich brauche, um dieses Buch zu lesen. So. Freezing Sphere. Pyro Quickness Head. Fiery Return. When you deal fire damage with a leveled spell, you burn yourself and gain an additional bonus action this round. Was heißt Burn? 1d4, okay. When you deal fire damage with a leveled spell. Ja. Also sowas, ja. Also wahrscheinlich gerade kein Cantrip, das meinen die damit. Dann kriegt das mal Gale. Also, Elixir Barkskin, Timursk Spores, Hastening Spores. Geld. Gut, und dann haben wir natürlich hier noch the Tarchiat Codex. The pages are covered in esoteric symbols and strange runes, some indecipherable, but some strangely familiar. Your eyes are drawn to one page describing a long-lost book. The Necromancy of Thay. Das ist das Buch, das wir haben, wozu ich den brauche, um das zu lesen. There are secrets of life and death known only to the Red Wizards. Committing such secrets to parchment is a risk they are loath to take, lest the unworthy gaze upon them. Who better then to guard their secrets than the spirits of the jealous dead themselves? To look upon the necromancy of Thay is to risk madness at the hand of its spirits. But the wise traveler, who can tread the line between life and death, will find knowledge witnessed by precious few mortals. The rest of the entry details the precautions and risks associated with reading the text, but lays out a clear path to unraveling the secrets contained in this tome.
touch yet withering. Ich bin cursed. Your constitution score is reduced by 5 while cursed by the touch yet codex is warped arcana. Okay. Aber gelesen habe ich ihn ja. Pick up. Genau. The ancient tome. And now have the knowledge to finish the necromancy of they. Wo ist sie? Guidance. Ich caste mal Resistance auf Tim. Nanu. Ich weiß nicht, ob diese... So. Und jetzt lesen wir mal diesen Tome. Na, komm her. Wo ist denn das Ding? Ach nee, Quatsch, das habe ich glaube ich gar nicht hier. Ne? Mist. Wo finde ich denn den? Oder hat den jemand anderer? Nee, hier ist er. Read. The book radiates power, but the words you read in the codex echo in your mind, guiding your eyes safely across the page. The once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar, promising unholy power to those who can take it. Aha. Ja. Wisdom. Read on and wrest the book's power from it. Ich bekomme blessed. Oder das? Beacon of Hope. Advantage on Wisdom saving throws. For 10 turns. Ich nehme mal das Elixier und Bless. Wir sind mal vorsichtig. Oh Gott, das fängt schon mit 20 an. Okay. Was? Wie auch immer. As you pass the strange glyphs, you can feel the book resisting. Ghostly voices whisper at you from the dark, probing and fighting your mind. But your will is iron, and you brush past these shades of the past, devouring every secret the book has to offer. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr You see solche now life and death Saves. are malleable as clay, to be bent and reshaped by your will, by your power. But as you close the book, a nagging doubt whispers in your mind. What consequences will there be for calling the dead from their rest? Super. Ich hatte befürchtet, es kommen jetzt noch mehr super schlimme Saves zu machen. Aber das Ding ist nach wie vor. Eine Constitution ist also schlecht. Hat sich jetzt hier irgendwas getan? Habe ich jetzt hier irgendwelche Eigenschaften? Das ist dazu gekommen, ne? Create 4 ghouls that fight alongside you. Das kenne ich zumindest nicht. Conjure us. Und das ist was? Until long rest. Okay, ich kann also 4 Ghule bei mir haben.
Und das ist eigentlich alles, was dabei rausgekommen ist. Sehe ich das richtig? Aber gut, wenn es so ist, ist es so. Hier muss ich mal aufräumen. Das ist, glaube ich, ja. Wo würde das denn passieren? Ah ja, kommen. Egal. Also das haben wir jetzt geschafft. Ethels Chest Key braucht auch kein Mensch. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier eventuell irgendwie... Beacon of Hope. Ist auch egal, was ich wegnehme. Ich nehme mal Beacon of Hope weg. Und habe hier Remove Curse. Und dann werde ich mal ein Remove Curse machen auf ihn. Sehr gut. Touch it with the ring ist weg. Aber die Fähigkeit ist geblieben. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob der Fluch was damit zu tun hat, dass ich die Fähigkeit habe. Sehr gut. Gut. Also die Annals of Tarkassus haben wir. Wir haben tausende von Scrolls gefunden, die echt hochlevelig sind. Und wir haben den Target Codex benutzen können, um diesen The Necromancy of Thay zu lesen. Mehr können wir hier jetzt, glaube ich, nicht mehr erwarten. So, ich denke, dass wir dann jetzt zurückgehen. Silverhand. Wir gehen jetzt zurück und ich denke mal, dass es dieses Portal ist, das uns wieder zurückführt. In den Tower. Hoffen wir. Sorcerer's Sundry ist nur nicht da, wo ich gedacht habe. Okay. Wompter ist der Typ, der... Genau. Wo bin ich hier? Transmutation. Achso, okay. Ja. Officious Note. Has requested his Tome of Divination spells. Sorcerer Sundry's Basement Chest Key. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Note from Wompter. Ich bin nur nicht sicher, was Rose of Books. Basement Chest Key haben wir so auch. Magic of the Weave. Magical History ist also nichts Weltbewegendes. Alternate Perspective, das haben wir auch schon. For the Stout and Sturdy, das ist genau dieses Ding. Und das? Bottled Eye, okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Das Ding ist zu und rot. Und es ist hier. Das ist da, wo ich wahrscheinlich nicht rein dürfte. Gibt es nicht noch einen Weg raus, der irgendwie... Sorcerer's Vault. Ich war ja schließlich auch irgendwie anders hierher gekommen, ne? Genau. Nee, aber das... Genau, hier bin ich ja hingeportet. Ich fürchte, ich muss da lang. No way. Genau, hier bin ich hingeportet worden. Das war der Port von oben im Turm, wo Walls dran stand. Und jetzt geht's nur wieder hier lang. Okay, dann muss ich da lang. Ich hoffe mal, dass mich keiner angreift, wenn ich aus dieser Tür komme.
Kann ich da irgendwas machen? Soll ich mich... Aber jetzt alle unsichtbar machen wird nicht helfen, oder? Okay, ich gehe jetzt einfach mal raus. Wenn es zu einem Kampf kommt, kann ich jetzt auch nichts machen. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Ja. My humble apologies. I shall remove myself immediately. Dumm. Okay. Sehr gut. Geht also ohne Kampf. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Ja, ist ja gut. Was denn? Ich will ja raus, ich will ja gar nichts machen. Ich will ja nur raus. Where have Jeremy and his mother gone? Wow, it might just be there's not... Huch. Elminster. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Buldarian air. Ja, klar. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. Tell me, what curiosities have you and your companions discovered within the walls of this esteemed emporium? Oh, just this and that. Du weißt ganz genau, was wir hier gefunden haben, du Witzbold. Genau. Oh, nothing in particular. Some charms here, some potions there. Well, far be it for this doddering old archmage to pry into another man's shopping bag. Oh, as we see. I shall offer you a morsel of general and non-specific advice, yours to apply to any relevant knowledge you may have recently acquired. Some things are best left broken, and some people are well worth restoring. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Okay. You should meet her, Gale. She might be able to help us. I'm curious enough to make the attempt. All right. An audience with the mother of magic, it is. Perhaps that should have been your mission right from the start. Trust in yourself. Trust in the weave, if you are willing. Trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Okay. Gut. Dann, ich hoffe mal, dass das nicht damit zu tun hat, dass es hier zu einem Kampf kommen kann. Dann gehen wir zum Basilisk. Gale, das ist am nächsten dran. Oh, Gale will mit mir sprechen. Dann So sprechen wir all mit it Gale. took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Okay. What do you think she wants to say? Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it Probably is. If it's important enough to send Elminster, we can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards.
I agree, it's time we headed for the Stormshore Tabernacle. After you. Gut. Das ist ja hier jetzt gleich nebenan. Wir waren da ja schon mal kurz. Best be on my way. Und hier ist auch schon Mystra. It's been some time since I stood before her in a place like this. Soll ich sie ansprechen? Nee, komm. Gale muss sie ansprechen. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. Go on then, Gale. We'll be here waiting for you when you're finished. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. You're ready for this, Gale. Am I? Sure. You're right. I am a strong, capable wizard. And this is no more than a casual reunion with an ex-lover. My omnipotent, omniscient ex-lover. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. Do you know what you're going to say to her? During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Müsste ich eigentlich als Bade, ne? Seek her forgiveness, Gale. It might be your only hope for curing the orb. Mistress forgiveness? If you want me to claim the crown of Carcer, she'll hardly be in a forgiving mood after that. I think it's best I keep a cool head going into this. Approach it like a particularly high-risk round of 3 Dragon Ante. I'll let Mistress show her flight, and then I can see how strong a chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Klar. Gale of Waterdeep, you look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Carsus. And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Carsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself.
So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite Weave. You can no more control the Karsite Weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. Great ask indeed. You've given me much to think on. As you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Tja. Tja, Gail, und wie war's? Hallo? Ach so. No one's stopped me yet. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw her. After all this time. How do you feel now you've done it? Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place. And, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. The Karsite Weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? Maybe you're stupid. Ich bin mal ein bisschen harscher, ja? It's all too easy to miss things when you're blinded by desire. True enough. There's a reason such unwitting heroes have been the backbone of lyric and legend for as long as both have existed. Even so, I was hardly some naive apprentice at the time. I considered myself an archmage, and yet was fool enough to be mistaken for a common conjurer. At least now I'm armed with the truth, and Mistra's expectations. It sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, carrying the crown of Karsus. Moment. Carrying the crown of Karsus, davon war nicht die Rede. Is that what you want? Perhaps. I see few other options open to me. If I ever want to reclaim those parts of myself the orb snatched away. If I ever want to be me again. Tja. And what then? What will you do? I don't know. It's been so long since I dared to imagine an end to the orb's hunger. Better start thinking about it, hadn't I? Imagine being able to picture one's life ending in something other than a cataclysmic explosion. What a treat. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down. Now, I believe we've a date with an Elder Brain to get to. Shall we? Ja. Gut.
solange die Zerstörung dieses Elder Brains das Thema ist, sind wir ja so oder so auf einer Linie. Was wir dann mit der Crown of Cassis machen, das werden wir dann sehen. Aber, oh, die hat ja immer noch Resistance auf ihn gecastet. Egal. Genau. Uns geht's eigentlich auch noch gar nicht so schlecht. Also es sind schon noch einige Spellslots über. Ne? Also, obwohl wir ja Loroakan da diese Myrmidons besiegt haben inzwischen und so weiter. Gut, dann werden wir mal das nächste Mal weitersehen, was noch zu tun ist. Hier haben wir noch einen Hinweis bei ihm. Gale met with she told him the true nature of the orb, that it is the Carsite weave, a half-form magic created by Carsus. When he sought to become the god of magic, Mystra asked that Gale seize the crown and then return it to her, in exchange for which she will rid him of the orb. Genau, claim the crown for himself and the Carsite weave would answer to him. Das müssen wir ihm dann noch ausreden, weil das ist ja schon bei Carsus schief gegangen. Das finde ich also nicht gut. Also das kommt gar nicht in die Tüte, dass er hier diese Crown behält, wenn wir sie denn haben. Jo, dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dann.